Greetings und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Vapologen. Ich möchte mit euch heute über Induktionserhitzer reden. Wir haben hier einmal den iSpire Wand und den Kubo Heater Pro V2, der auch bekannt ist als YLL 2.0. Der Kubo ist ein relativ neues Gerät, der eine sehr hohe Nachfrage hat und der auch sehr beliebt ist. Der Wand ist ein Gerät, das es schon länger gibt und eigentlich gar nicht für Dynavaps, wie wir es benutzen, konzipiert wurde, sondern eigentlich fürs Dabben gedacht ist. Wir gucken uns die beiden Geräte mal ein bisschen genauer an und gehen auf deren Vor- und Nachteile ein. Los geht's. Der iSpire Wand. Ich habe hier die EU-Version. So sieht das Ding aus. Der Wand wurde, wie gesagt, ursprünglich zum Dabben entwickelt. Und dazu ist im Lieferumfang 2 Bowls enthalten, in die in das Glas Metall eingearbeitet wird, sodass sie im Induktionserhitzer arbeiten können. Das sind Bowls, die setzt man sich quasi in so ein Köpfchen rein. Dann kann man da sein Shatter oder BHO oder was auch immer für ein Konzentrat reinmachen. Macht den Wand da drauf, erhitzt und dann kann man dabben. Quasi das feuerzeugfreie Dabben wurde mit dem Wand ermöglicht. Es sind 2 Cups da dabei, einmal eins mit einem Loch, das ist eher für Kräuter gedacht, und dann eins ohne Loch, da haben wir hier Schlitze, das heißt, es wird einfach nur erhitzt und hier oben wandert dann der entstehende Konzentratdampf raus, wird ins Köpfchen gezogen und kann inhaliert werden. Das war, wofür der Dynavap eigentlich gedacht ist. Dann irgendwann ist aber aufgefallen, dass der Wand auch super mit einem Dynavap funktioniert. Und das Ding wird heiß. Nachdem das rausgefunden wurde, kam von iSpire selber dieser Glasadapter rein. Den kann man unten reinschieben und dann passt super der Dynavap rein. Man kann es sogar so in der Hand halten und es ist einfach perfekt für den Dynavap gemacht. Die europäische Version des Wands hat hier in der Mitte einen Schalter, wo man zwischen Dabbing bzw. Temperatur und Flower-Modus umschalten kann. In der internationalen Version gibt es diesen Button nicht. Allerdings gibt es ihn eigentlich doch. Man muss nur diese Blende hier wegmachen und dann kommt man auch zu diesem Kippschalter. Warum man das in der internationalen Version so gelöst hat, keine Ahnung. Beim Temperaturmodus vom Wand kann man, wie ihr hier hoffentlich sehen könnt, eine entsprechende Wunschtemperatur einstellen, die man haben möchte. Dazu ist allerdings zu sagen, dass das keine wirkliche Temperatur ist, denn das Gerät ist nicht in der Lage, die Temperatur von etwas zu messen, was eingeführt wird, sondern dieser Temperaturmodus ist einfach auf diese Cups bzw. auf diesen Metallring geeicht. Das soll heißen, dass einfach für jede Temperatur gemessen wurde, wie lange dauert es, wenn ich das Ding reinstecke, bis das auf die entsprechende Temperatur kommt und dann schaltet das Gerät ab. Mir ist das nämlich aufgefallen, wenn du das Teil rausnimmst und direkt während es heiß ist wieder reinmachst, feuert der Wand ungefähr genauso lange. Der Kubo V2 bzw. YLL 2.0 ist allerdings extra konzipiert für Dynavaps. Wir haben eine variable Watt-Funktion, mit der wir einstellen können, wie viel Power das Gerät dem Dynavap geben soll. Und wir können auch zusätzlich eine Timer-Funktion einstellen, wie lange das Gerät die entsprechende Power, die wir eingestellt haben, geben sollen, bevor es abschaltet. Den Timer-Modus haben wir beim Wand nicht, aber den variablen Power-Modus quasi haben wir auch im Flower-Modus des Wands. Kommen wir mal zu den Vor- und zu den Nachteilen. Erstmal die Nachteile des Kubos. Der Kubo ist leider nicht kompatibel mit anderen Butan-Vaporizern, wie zum Beispiel dem Dani, das ist der Dani V3. Kann ich euch mal zeigen, wenn wir das Gerät reinstecken, passiert nichts. Weiterhin ist es auch nicht kompatibel mit dem Tempest. Auch hier passiert nichts.
Zum Vergleich nochmal, ich mache den Dynavap rein und er fängt an runter zu zählen und er erhitzt. Weiterhin ist mit dem Gerät kein Pass-Through möglich. Es hat einen USB-C-Anschluss und wir können es aber leider nicht benutzen, während es lädt. Die Vorteile des Kubo V2s sind allerdings die schon erwähnte Timer-Funktion. Die ist schon richtig cool, wenn man die perfekte Höhe eingestellt hat seines Dynavaps, wie der im Kubo liegen sollen. Wir haben nämlich hier unten eine kleine Keramikschraube, mit der wir die Höhe, in dem der Dynavap steht, einstellen können. Und wenn wir die perfekt eingedialt haben und dazu unsere perfekte Power- und Timer-Funktion haben, dann müssen wir den einfach nur reinstellen und es ist nicht schlimm, wenn wir den Dynavap da drin vergessen, denn wir können dann nicht verbrennen, dank der Timer-Funktion. Ein weiterer Vorteil des Kubo V2 ist, dass er auch mit dem FMJ, der Full Metal Jacket oder der Armored Cap von Dynavap selber kompatibel ist. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir eine Batterieanzeige für jede einzelne Batterie, die in dem Gerät verbaut ist, haben. Kommen wir zu den Nachteilen beim Wand. Der Wand hat leider eine richtig schlechte Batterieanzeige, also auch hier sind wie beim Kubo zwei 16850er Batterien drin, aber hier ist die Batterieanzeige erstmal nur einzeln, also für den Gesamtteil der Batterie, und sie ist äußerst ungenau. Es kann vorkommen, dass man den Dynavap reinmacht und er direkt während dem Heizen Batteriestriche verliert. Das kann bis zu 0 Batterien gehen. Und wenn der beim Heizen wieder fertig ist, springt die Batterie wieder hoch. Also die Batterieanzeige ist sehr schlecht beim Wand. Ein weiterer Nachteil ist, dass wenn ihr den Wand für einen Dynavap benutzen möchtet, dann müsst ihr euch, wenn ihr es wirklich angenehm handhaben wollt, einen entsprechenden Adapter holen, denn sonst kann der Dynavap einfach durchfliegen. Man müsste sich eine entsprechende Höhe merken und das Gerät immer so halten, ist nicht so optimal. Außerdem gibt es beim Wand keinen Magneten, das habe ich ganz vergessen. Beim Kubo haben wir hier einen Magneten, auf dem der Dynavap steht. Den haben wir hier beim Wand nirgendwo. Die Vorteile des Wands sind allerdings, dass er meiner Meinung nach viel ergonomischer in der Hand liegt. Das ist für unterwegs ist dieses Gerät zum Dynavap erhitzen einfach irgendwie viel handlicher als dieses Gerät. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, unhandlich. Und ein weiterer Vorteil des Wand ist es, dass er mit allen mechanischen Vaporizern oder Butan-Vaporizern kompatibel ist, sofern sie in das Gerät reinpassen. Wir können zum Beispiel den Dani erhitzen. Sobald es orange ist, heizt er. Also der wird erkannt. Wir können den Tempest erhitzen. Für den Tempest kam extra ein eigener Adapter, weil der passt leider in den Dynavap Adapter nicht rein. Genauso wie der FMJ nicht in den Dynavap Adapter passt und auch die Armored Cap nicht in den Dynavap Adapter passt. Allerdings in den Tempest Adapter passen die schon. Mit dem Wand ist es sogar möglich, jegliches Metall zu erhitzen, was reinpasst, sofern es nicht zu groß ist und keine zu hohe Masse besitzt. Das geht mit dem Kubo auch nicht. Meine persönliche Meinung zu den beiden Geräten: Ich finde beide Geräte eigentlich top. Bei beiden Geräten können wir die Batterien austauschen, also mehrere Sets an Batterien dabei haben. Wir können mit beiden Geräten in etwa die Stärke einstellen. Mit dem Kubo geht es ein bisschen besser. Ein klarer Vorteil des Kubos ist, dass er einen Timer hat und dass man auch das Glas hier wechseln kann. Ein klarer Vorteil des Wands ist auf jeden Fall, dass er mit anderen Vaporizern auch funktioniert, wie zum Beispiel dem Tempest, den ich sehr gerne benutze. Und ein super Vorteil des Wands, gerade für unterwegs, ist, dass er super ergonomisch ist. Gerade wenn ich unterwegs bin und feiern bin, dann habe ich viel lieber den Wand dabei, weil ich den einfach so halten kann. Ich
drücke zweimal, dann geht er in seinen Temperaturmodus. Wenn er fertig ist, kann ich es rausziehen. Oder was ich auch mache, ist, dass ich nach dem ersten Klick vom Dynavap immer mal wieder so Pulsmodus gebe und dann führe ich den Wand auch immer wieder zu meinem Mund, nehme den Dynavap raus, ziehe ein paar Mal und das ist irgendwie meines Erachtens wesentlich handlicher, als dieses Ding so unhandlich in der Hand zu haben. Für den Nachteil, dass der Wand kein Magnet hat, habe ich mir etwas gedruckt, und zwar diesen Wandclip, der unter anderem auch den Vorteil bietet, dass ich direkt meinen Tempest und noch einen Dynavap drin verstauen kann, was einfach astrein ist. Und für meinen Kubo habe ich auch ein kleines Case gedruckt, eine kleine Dynabox quasi, die hier an der Seite ein Fach zum Sliden hat, wo ich meinen Dynavap drin verstauen kann. So hatte ich das Gerät letztens beim Feiern dabei und das war mir irgendwie zu unhandlich. Und ich glaube, auch ohne dieses Case wäre es mir zu unhandlich. Da ist mit dieser Wand einfach irgendwie handlicher für unterwegs. Das war's mit diesem Video, Leute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr vielleicht auch beide Geräte? Wenn ja, welches mögt ihr lieber und warum? Und generell schreibt bitte in die Kommentare Kubo, wenn ihr den Kubo habt, oder Wand, wenn ihr den Wand habt. Einfach nur Interesse halber, weil ich gerne die Verteilung wissen möchte. Macht's gut, Leute. Euer Vapologe.